Willkommen zurück. Hier ist das Update zur letzten Online-Schulung. Ihr habt ja Fragen gestellt im Chat. Einige habt ihr auch untereinander beantwortet. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber es gibt noch Fragen, die doch offen geblieben sind oder auf die wir nochmals eingehen wollten für all jene, die nicht live mit dabei waren und im Chat mitlesen konnten. Hallo Tanja, du bist ja auch zurück. Hallo Kasi, freut mich. So, Tanja, dann teile ich mal den Bildschirm. Wir kennen ja das Prozedere. Und so freigeben, und zwar den richtigen Bildschirm. Voila. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los mit der ersten Frage. Welche Frage ist denn noch offen? Genau, Kasi. Eine Frage, die im Chat aufgekommen ist und die unseres Erachtens sehr wichtig ist. Ich habe mir die FLP 360 App heruntergeladen, aber ich kann mich nicht anmelden. Nenne uns doch bitte die Gründe, warum. Also es sind mal zwei Dinge. Das nicht mit dem Nicht-Anmelden können, das könnte ein Account-Problem sein. Deshalb am besten, wenn die Anmeldung nicht funktioniert, übers Customer Care sich da melden und dann wird einem weitergeholfen. Nochmals der Hinweis, man kann FLP 360 nur anmelden, wenn man mindestens Assistant Supervisor ist und das Opt-in hat. Sonst funktioniert die Anmeldung nicht. Und dann nochmals der Hinweis, FLP 360 ist keine eigentliche App, die kann man nicht in einem Store herunterladen, also nicht im Google Play Store, nicht im Apple Store, sondern man kann sie als Progressive Web App speichern, als PWA-App. Das bedeutet, es ist eine Website, die man aufruft. Die Adresse kennt ihr ja, flp360.foreverliving.com. Und wenn ihr da mal drauf seid, dann geht ihr auf die Option, und die wird auch hier in diesem Video beschrieben, das kann ich mal abspielen, auf die Option auf dem Homescreen speichern. Ich spiele mal das Video ab, ich lasse es ohne Ton laufen und ich werde es, weil es ein sehr schnelles Video ist, auch ab und zu pausieren. Also hier wird mal erklärt in diesem Video, was ihr ja auf Boards findet, was ist FLP 360 überhaupt? Und eben für wen? Es gibt eine kostenlose Basisversion und eine Pro-Version. Dann, das war jetzt schon zu schnell, also ihr könnt pausieren und auch zurückspulen, wenn ihr etwas nachlesen möchtet. So, hier auch die zweite Seite kann man auch wieder pausieren. Und dann kommt gleich die Erklärung, wie installiere ich mir diese App. Also hier nochmals kostet $10 pro Monat. Über den Link im schwarzen Banner kann man darauf zugreifen. Also ihr könnt auch übers Dashboard gehen. Ihr müsst nicht die Adresse auswendig kennen. Und wenn ihr euch zum ersten Mal anmelden wollt, dann bekommt ihr eine E-Mail und in dieser E-Mail gibt es diesen Link, der hier rot eingerahmt ist. Da draufklicken und dann wird FLP 360 aktiviert. So, die Installation, wie gesagt, nicht im App Store erhältlich. Und ich hatte ja gesagt, falls ihr noch ein gelbes Icon habt, dann bitte löschen. Es gibt übrigens auch noch das alte weiße Icon, was im Umlauf ist. Das ist diese beiden hier, gelb und weiß, sind alt. Bitte löschen. Denn wenn ihr die öffnet, dann scheint es zu funktionieren und ihr habt die Reports drin, aber die sind teilweise falsch oder sie funktionieren nicht und dann kommen die Meldungen, die App geht nicht mehr. Ja, sie geht tatsächlich nicht mehr. Löscht sie bitte und installiert, wie in der Anleitung gezeigt, die PWA-App und dann ist das Icon neu schwarz, was ihr euch auf das Smartphone herunterladet. Gehen wir weiter mit dem Video, denn da wird es genau gezeigt, wie ihr das macht. Also füge die Seite zum Homescreen hinzu, Beispiel iPhone. Ich pausiere, weil das geht wirklich schnell. Dann seht ihr unten auf dieses Symbol tippen, dann zum Home-Bildschirm hinzufügen ist die Option und dann geht es nach oben hinzufügen. Ihr könnt noch einen Namen definieren, wenn euch das zu lang ist. FLP360 reicht eigentlich. Und dann machen wir weiter, weil das Android-Beispiel haben wir auch. Da geht es nicht von unten links nach oben rechts, sondern umgekehrt von oben rechts nach unten links. Also auch da auf die drei Punkte klicken, wenn ihr mal auf FLP360 seid im Internet, im Browser. Add to Home Screen, das ist auf Deutsch ähnlich übersetzt, also zum Home-Bildschirm hinzufügen und dann hinzufügen und dann habt ihr die App also auf eurem Mobiltelefon gespeichert. Gut, so viel zu FLP 360 und dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Danke, Kasi. Eine nächste Frage.
Und bei mir ist dann noch ein rotes Schloss in der FLP 360 App. Genau, also auch hier unterscheiden wir, hier sehen wir, habe ich die Bezahlversion oder nicht. Die roten Schlösser bedeuten, diese Funktion ist gesperrt, dafür musst du zahlen. Wenn du zahlen möchtest, dann ist es ganz leicht. Du klickst nämlich auf das rote Symbol und dann öffnet sich dieser Dialog. Da wird erklärt, warum du ein Upgrade machen solltest. Und du sagst, ja, ich möchte es. Dann hier klicken und dann öffnet sich das Formular, was übrigens vorausgefüllt ist. Ich habe jetzt hier die Namen rausgelöscht, aus Datenschutzgründen natürlich, aber das ist schon vorausgefüllt. Ihr müsst da nicht mal mehr die E-Mail-Adresse eintragen, sondern nur noch das Wichtigste natürlich für die Bezahlung, die Kreditkartendaten. Und dann werdet ihr sofort freigeschaltet für die kostenpflichtige Version. Ihr könnt sie jederzeit kündigen. Und wenn ihr nicht reinkommt, wenn das nicht funktioniert, also noch einmal, ihr könnt den Umweg über den schwarzen Balken ausprobieren, denn darin seid ihr schon eingeloggt, wenn ihr schon auf der Website seid. Und wenn das nicht funktioniert, dann bitte ans Customer Care wenden. So, Englisch ist was nichts für Anfänger. So, also weiter zur nächsten Frage. Linkbilder. Wie kann ich einen Rabatt auf alle Produkte erstellen? Bei mir geht es nur auf Kategorie und der Produktseite. Bei meinen Kollegen, Kolleginnen geht es aber auch auf das Gesamte. Also, und hier ist die Antwort sozusagen doppelt. Also einerseits, egal was für einen Rabatt ich erstelle, ob ich mich entscheide, ein Produkt zu präsentieren oder eine ganze Kategorie zu präsentieren, ganz egal, was ich wähle, der Rabatt gilt für alle Produkte im ganzen Shop. Also wenn ich jetzt nur die Zahnpasta bewerbe und dahin verlinke, ja, Rabatt gilt für die Zahnpasta, aber auch für alles andere, was noch in den Warenkorb gelegt wird. Das ist der erste Teil der Antwort. Um mal diese Frage zu beantworten, wie kann ich denn einen Link zu allen Produkten erstellen? Ich möchte nicht nur ein Produkt, ich möchte nicht nur eine Kategorie verlinken. Ja, technisch geht das eigentlich nicht, aber es gibt eine ganz einfache Lösung. Du wählst nämlich die Option Kategorie. Du sagst, ich möchte zu einer Kategorie verlinken und da wählst du die Kategorie alle Produkte. Und dann hast du alle Produkte verlinkt. Danke. Gut, nächste Frage. Benötige ich dazu Telegram Pro? Also diese Frage wurde bereits beantwortet im Chat. Nein, benötigst du nicht. Es reicht die normale kostenlose Telegram-Version. Ich habe diese Frage doch wieder aufgenommen, einfach nur um der Vollständigkeit halber auch noch die Kanäle auf Französisch und Italienisch einzublenden, weil die hatten gefehlt letztes Mal. Also hier habt ihr jetzt alle 5 Kanäle, die Forever Dach bereitstellt. Ich sage es noch einmal, grundsätzlich reicht ein Kanal, eure Sprache in eurem Land. Wenn ihr aber sagt, ich möchte auch darüber informiert werden, wenn mal in Österreich das K01 extra offen hat oder wenn in der Schweiz irgendwas ist, ein Produkt fehlt, wie auch immer, welche Nachrichten auch immer da kommen, ihr könnt zusätzlich noch diese Kanäle abonnieren. Es reicht aber euer Kanal in eurer Sprache. Und dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Mhm. Zur Bordstastatur. Wo richte ich denn die Tastatur ein? So, und das ist wirklich ein eher komplexeres Thema. Also Board an sich ist ja schon eine eigene App. Die wird ja nicht von Forever bereitgestellt. Das ist ein Drittanbieter, wie ich schon sagte. Und die Einrichtung der Tastatur, die ist auf iPhone relativ einfach. Ich kann mal das Video anwählen. Hier wird im ersten Teil nochmals erklärt, was Boards überhaupt ist und wie man es installiert. Und ab der ersten Minute ungefähr da wird dann auch erklärt, so Setup vervollständigen und da wird gezeigt, welche Optionen ausgewählt werden müssen, um die Tastatur zu aktivieren. Also erlaube den vollen Zugang, das ist wichtig, weil sonst ermöglicht euer iPhone nicht, dass sich die Tastatur öffnet in eurer App. Oder ihr geht in die Einstellungen von Boards und da erlaubt ihr den vollen Zugang. Und dann funktioniert das relativ flott. Bei Android ist es ein bisschen komplizierter und ich muss auch zugeben, ich habe es auch schon nicht geschafft, FBOs zu helfen, die zu installieren, weil Android hat halt zu viele Versionen auch und dann gibt es Samsung und andere Marken und die funktionieren nicht alle ganz gleich. Aber auch da ist dieses Video sicher sehr hilfreich, wenn ihr die Tastatur
auf eurem Android-Gerät einrichten wollt. Mhm. So, und das war's dann schon. Mhm. Und dann klicken wir weiter zur nächsten Frage. Genau, die nächste Frage betrifft den Shop-Link. Auf meinen Visitenkarten steht FBO-ID-Nummer fboforeverliving.com. Ist das richtig oder muss ich unbedingt den QR-Code abbilden? So, diese Frage wollte ich unbedingt wieder aufnehmen, weil sie eigentlich zeigt, ja, aber ich habe es doch richtig gemacht. Ja, du hast es richtig gemacht, du hast den korrekten Link verwendet, aber es geht ja darum, wie geht der Kunde damit um, mit diesem Link? Und da ist eben die Gefahr, dass der Kunde über Google geht. Und nochmals, wenn er über Google geht oder eine andere Suchmaschine, es gibt noch Bing und andere Suchmaschinen, dann hast du ihn verloren an jene FBOs, die dafür werben. Deshalb soll der Kunde möglichst direkt in deinen Shop kommen, indem du ihm einen Link schickst, der klickbar ist. Was bedeutet klickbar? Sobald du irgendwo den Link eintippst, Leerzeichen drückst, dann siehst du, wird der Link schon unterstrichen und er erscheint als klickbarer Link. Also viel mehr musst du gar nicht machen. Du musst einfach sicherstellen, dass wenn der Kunde deine Botschaft empfängt, da wirklich ein Link drin steht, auf den nur noch geklickt werden muss. Und natürlich musst du sicherstellen, dass der Link korrekt ist. Also vor dem Abschicken nochmals ausprobieren oder wie gesagt halt den QR-Code mitschicken. Wenn ihr PDF-Flyer erstellt, die könnten ja auch gedruckt werden. Auch da bitte, wie bei der Visitenkarte, nicht den Link irgendwo in Textform darstellen, weil sonst tippen die das wieder ab und sind dann wieder in der Suchmaschine, sondern auch bei einem Flyer nur den QR-Code darstellen und ihr könnt wenn ihr zum Beispiel euren Flyer in PowerPoint erstellt, wie ich jetzt da die Präsentation gemacht habe, die könnt ihr in PDF umwandeln und ihr könnt da, ich kann es auch zeigen in der Präsentation tatsächlich, machen wir es doch mal, war jetzt nicht vorgesehen, aber man kann ja alles vorführen. Also, wo waren wir? Das war der da. Also, ihr könnt da das Bild des QR-Codes einfügen, Rechtsklick und dann Link bearbeiten oder Link einfügen. Da den Link einfügen und schon ist dieser QR-Code klickbar und wenn ihr das in ein Mhm. PDF umwandelt, kann auch im PDF dieser QR-Code angeklickt werden. Also nochmals, egal wie korrekt euer Link ist, das Problem ist, der Kunde darf den nicht eintippen. Danke, Kasi. Okay, also nächste Frage, Tanja. Zum Shop-Link. Oft bleiben die Kunden ja anonym. Sind sie dann auch beim nächsten Mal woanders? Also Kunden haben erstmal das Recht, anonym zu bleiben. Und der Gesetzgeber verbietet uns, diese Personen zu kontaktieren. Also das müssen wir respektieren. Super Service, den die FBOs bieten, aber die Kunden wollen das oft nicht. Die möchten einfach nur online bestellen und ihr Produkt erhalten. Und das muss respektiert werden. So, das ist die Voraussetzung, auf der unser Shop aufgebaut ist. So, Kunden können grundsätzlich bei jeder Bestellung ihren FBO wechseln. Sie sind nicht gebunden an einen FBO. Natürlich aber, wenn Sie sich registrieren, dann werden Sie mit einer FBO-ID verknüpft und deshalb ist es wichtig, dem Kunden zu sagen, hey, registrier dich doch, weil dann kann ich dir besseren Service bieten. Wähl doch den Haken an. Wir haben da bei der Anmeldung einen Haken, wo steht, ich bin einverstanden, dass ich von meinem Vertriebspartner Nachrichten bekomme. Und vielleicht noch Aktionen. Wir haben das möglichst neutral formuliert, nicht, dass dann der Text suggeriert, du bekommst ein Geschenk und dann gibt der FBO keins. Also wir haben es neutral formuliert, aber doch so, dass der Kunde versteht, es lohnt sich, mich hier anzumelden und ich werde nicht mit irgendwelchen Newslettern zugetextet. So, dann ist es auch noch wichtig zu wissen, ein Endkunde hat auch, wenn er registriert ist, jederzeit die Mhm. Möglichkeit, den FPO zu wechseln. Und das ist, glaube ich, dann schon bei der nächsten Frage. Wollen wir die nächste Frage schon einblenden? Mach gerne. Geht nämlich nochmal um den Shop-Link. Was will Forever machen? Also was wollen wir mit Leuten Ach machen, die so, bei nee, Google jetzt Werbung habe ich doch, schalten? jetzt habe ich vorgegriffen. Also gehen wir zurück zur letzten Folie. So, also die Frage, oder haben wir die übersprungen? Weil da war doch noch die Frage, da Das muss ich sie hatten wir weggelassen alle. haben. Okay. Es war noch eine Frage, ich habe schon einen langjährigen Kunden, der woanders bestellt hat früher, der möchte jetzt bei mir bestellen, aber es geht nicht, weil er ja Mhm. schon diesem Kunden, diesem FBO zugewiesen ist.
Ja, und die Antwort ist, ich hatte die Folie vorbereitet, jetzt bin ich gerade ein bisschen verunsichert. Die Antwort ist, er kann sich einloggen, weil er hat ja dann einen Kundenaccount. Und wenn er da auf mein Konto geht und ganz nach unten scrollt, dann ist da der Sponsor angegeben und da lässt er sich ändern. Okay, Gut, und dann kommen wir zur nächsten. nächsten und auch schon letzten Frage. Genau. Was will Forever mit Leuten machen, die bei Entschuldigung, die bei Google Werbung schalten? Also grundsätzlich müssen wir unterscheiden, was ist Werbung, was ist Verkauf. Der Verkauf unserer Produkte auf anderen Plattformen ist nicht erlaubt. Das könnt ihr in den Unternehmensrichtlinien nachlesen. Einzige Ausnahme ist, wenn man einen eigenen Online-Shop hat. Das ist möglich unter gewissen Voraussetzungen. Die werden im Anhang 1 der Unternehmensrichtlinien beschrieben. Sonst gilt grundsätzlich, verkauft wird nur auf dem offiziellen Shop auf foreverlink.com. So, das ist Verkauf. Werbung, ich meine, FBOs sind Unternehmer. Wir werden keinem Unternehmer verbieten, für sein Geschäft zu werben. Also es ist absolut okay und ich empfehle es auch, habe ich schon in der Schulung empfohlen, macht Werbung auf Google. Aber Google-Werbung dient dazu, neue Kunden zu finden. Um die bestehenden Kunden nicht zu verlieren, ist der FBO selbst verantwortlich, dass er eben diese Links so zur Verfügung stellt, dass der Kunde sich nicht verirrt im Internet. Und deshalb hier diese beiden Sätze, also wer nicht wirbt, der stirbt. Also ihr sollt für euer Geschäft Werbung machen. Es kann eine Anzeige in der Zeitung sein, das war vielleicht eher früher der Fall. Vielleicht heute wieder ein Tipp, weil weniger da geworben wird, also fallt ihr da mehr auf. Also könnte eine Idee sein. Aber ansonsten, es ist halt normal, heute online zu werben. Also Google-Werbung absolut möglich, absolut erlaubt, solange natürlich die Unternehmensrichtlinien eingehalten werden. Und nochmals, es liegt an dir, deine Kunden nicht an Werbeanzeigen anderer zu verlieren. Da können wir der Forever was ändern. Google sowieso nicht. Die leben ja davon, dass sie Werbung verkaufen. Deshalb, ihr müsst entscheiden, will ich auch auf Google werben und so Leute anwerben oder will ich sie anderweitig finden, meine Kunden. So, das wäre es mit den Fragen gewesen. Ich hoffe, es hat nicht zu lange gedauert. Die nächste Schulung ist ja dann im September. Jetzt habe ich das Datum vergessen. 17.09. Kasi um 17. 14 Danke, Uhr Tanja. wollte ich nämlich auch noch sagen. Wir Immer freuen uns auf aufmerksam. euch. Sehr gut. Und seid unbedingt live mit dabei, weil dann könnt ihr interagieren. Dann könnt ihr uns die Fragen stellen. Wir werden sie dann auch live beantworten. Und so als kleiner Tipp, vielleicht planen wir eine Aktion, vielleicht gibt es ja irgendwas und dann wäre es von Vorteil, wenn ihr euch nicht nur anmeldet und mitmacht, sondern wenn ihr euch mit eurer FBO-ID anmeldet und die auch korrekt eintragt. Das ist sehr wichtig, weil sonst wissen wir nicht, wem wir diese Aktion anbieten sollen. Tanja, gibt es noch was zu sagen? Kasi, eigentlich nur danke für dein Engagement, war super hilfreich. Super. Also euch viel Erfolg und wir sehen uns spätestens im September wieder. Bis bald.